Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um 5 großartige Tennisspieler, dessen Erfolg in Wimbledon vor ihren Augen gestohlen wurde. Let's go! Ivan Lendl oder auch Ivan der Schreckliche hat seinen Spitznamen nicht umsonst getragen, da die Spieler schon vor dem Spiel einsichtig gegenüber ihm waren. Er gewann 7 Grand Slam Titel und war auf einem guten Wege zum Wimbledon-Erfolg. Leider verpasste er sein Ziel im Jahre 1986 im Finale gegen Boris Becker und 1987 gegen Pat Cash. Nach langer Überlegung aber kam er auf eine Idee. Er ließ sich einen Rasenplatz in seinem Garten errichten. Auf diesem Wege verzichtete er auch 1990 und 1991 auf die French Open, um sich auf seinen größten Erfolg vorzubereiten. Doch leider ohne Erfolg. Ken Rosewall oder auch Muscles genannt, hatte einen der besten Rückhand-Slash-Schläger aller Zeiten und sagte selbst, dass er keinen Topspin-Rückhand brauche, weil er noch nie einen gebraucht habe. Ob es vielleicht für den Wimbledon-Titel gereicht hätte? Vielleicht. In seiner Karriere erreichte er 8 Grand Slam-Titel. Nur Wimbledon wollte nicht, obwohl er 4-mal im Finale stand. Als erstes verlor er 1954 gegen Jaroslav Drobny. Danach 1956 gegen Lou Holt. Anschließend 1970 gegen John Newcomb. Und schließlich 1974 gegen Jimmy Connors. Und wenn man sich so die Statistik anschaut, dann sieht man, dass zwischen 1954 und 1974 20 Jahre Differenz drinstecken. Und im Finale 1974 gegen Jimmy Connors war er bereits 39 Jahre alt. Doch das Traurigste? Er war 1957 bereits zu den Profis gewechselt, die bis 1968 nicht bei Grand Slam Turnieren teilnehmen durften, weil da die Wimbledon Open Era stattfand. Ihm fehlten somit 11 Chancen, überhaupt in Wimbledon teilgenommen zu haben. Schade. Guillermo Vilas oder auch Lefty genannt, gilt als einer der besten Sandplatzspieler aller Zeiten und legte einst eine Serie von 53 gewonnenen Matches hintereinander, der dann 2006 von Rafael Nadal gebrochen wurde. In seiner Karriere gewann er 4 Grand Slam Titel. In Wimbledon jedoch war das höchste, was er erreicht hatte, 2 Viertelfinals in den Jahren 1975 und 1976. Leider. Mats Wilander oder auch Game Chatten Mats genannt, hatte den Höhepunkt in seiner Karriere in den 80ern und heimste dementsprechend 7 Grand Slam Titel ein. Mit Steffi Graf hat er jedoch 1988 Wimbledon in den Mixed Doppel gewonnen. Im Einzel aber war sein höchstes Ziel nur Viertelfinals. Als erstes verlor er 1987 gegen den späteren Sieger Pat Cash. Dann 1988 gegen Miroslav Mešík. Und schließlich 1989 gegen John McEnroe. Ärgerlich. Monica Seles. Sie geht als einer der größten Was wäre gewesen, wenn in die Geschichte ein. Zum Beispiel, was wäre gewesen, wenn sie 1993 nicht von einem verrückten Grafel mit einem Messer attackiert wurde? Wie wäre es für sie weitergegangen?
Damals hatte sie schon mit 19 Jahren insgesamt 9 Grand Slam-Titel gewonnen. 1992 stand Seles das einzige Mal im Finale gegen Steffi Graf, wo sie, gehandicapt durch ein Stöhnverbot, 2-6, 1-6 verlor. Doch wie viele Chancen hätte sie bekommen, wenn das nicht passiert wäre? Das war's mit diesem Video, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Sonst sehen wir uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, Save mich hier!